Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Jack, wie geht es dir heute? Hallo Emma, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über das Reisen sprechen. Warst du schon einmal in Dubai? Ja, ich war in Dubai. Ich bin letztes Jahr mit meiner Familie dorthin gefahren. Es war eine großartige Reise. Das klingt fantastisch. Ich habe so viel über Dubai gehört, aber ich war noch nie dort. Wie war deine Erfahrung? Dubai ist eine wunderschöne Stadt. Sie ist sehr modern, mit hohen Gebäuden, Einkaufszentren und vielen Attraktionen. Ich habe meine Zeit dort wirklich genossen. Ich habe Bilder vom Burj Khalifa gesehen. Hast du ihn besucht? Ja, das haben wir. Der Burj Khalifa ist das höchste Gebäude der Welt. Wir sind zur Aussichtsplattform in der 148. Etage gegangen. Der Blick auf die Stadt war unglaublich. Oh, das muss eine tolle Erfahrung gewesen sein. Hast du viele Fotos gemacht? Ja, ich habe viele Fotos gemacht. Die Stadt sieht von oben sehr anders aus. Man kann die Wüste, das Meer und all die kleinen Gebäude unten sehen. Das würde ich gerne sehen. Was hast du noch in Dubai gemacht? Wir haben die Dubai Mall besucht, eines der größten Einkaufszentren der Welt. Dort gibt es viele Geschäfte, Restaurants und sogar eine Indoor-Eislaufbahn. Eine Indoor-Eislaufbahn? Das ist überraschend für eine Stadt in der Wüste. Ja, das ist es. Dubai ist voller Überraschungen. Wir haben auch die Dubai Fountain gesehen, die in der Nähe des Burj Khalifa liegt. Der Brunnen hat eine schöne Licht- und Musikshow. Das klingt sehr schön. Hast du Museen oder kulturelle Orte besucht? Ja, haben wir. Wir haben das Dubai-Museum im Al Fahidi vorbesucht. Es ist ein kleines Museum, das die Geschichte und Kultur Dubais zeigt. Ich habe viel über die Vergangenheit der Stadt gelernt. Ich mag Museen. Es ist interessant, etwas über die Geschichte eines Ortes zu erfahren. Hast du auch traditionelle Märkte besucht? Ja, wir sind zum Goldsuk und zum Gewürzzug gegangen. Der Goldsuk ist voller Geschäfte, die Goldschmuck verkaufen, und im Gewürzzug gibt es viele Geschäfte mit bunten Gewürzen und Kräutern. Das muss sehr interessant gewesen sein. Ich liebe den Geruch von Gewürzen. Es ist wirklich eine einzigartige Erfahrung. Die Märkte sind sehr belebt und lebhaft. Man kann mit den Händlern feilschen und einen guten Preis bekommen. Das würde mir gefallen. Und was ist mit dem Essen? Hast du lokale Gerichte probiert? Ja, wir haben viele lokale Gerichte probiert. Wir haben in einem kleinen Restaurant im alten Stadtteil gegessen. Ich hatte ein Gericht namens Shawarma, das ist Fleisch, das in Pita-Brot mit Gemüse und Sauce eingewickelt ist. Es war sehr lecker. Ich habe von Shawarma gehört. Das würde ich gerne probieren. Hast du auch lokale Getränke getrunken? Ja, wir haben auch frische Fruchtsäfte und arabischen Kaffee probiert. Der Kaffee ist stark und hat einen einzigartigen Geschmack. Er ist anders als der Kaffee, den ich normalerweise trinke. Ich liebe es, neue Speisen und Getränke zu probieren, wenn ich reise. Hast du in Dubai auch Aktivitäten im Freien unternommen? Ja, haben wir. An einem Tag haben wir eine Wüstensafari gemacht. Wir sind in einem 4x4 Fahrzeug über die Sanddünen gefahren.
Es war sehr aufregend. Das klingt nach Spaß. Hast du im Wüstensand auch Tiere gesehen? Ja, wir haben einige Kamele und sogar ein paar Füchse gesehen. Später sind wir zu einem Wüstencamp gegangen, wo wir Sandboarding ausprobiert und eine traditionelle Tanzshow gesehen haben. Ich würde gerne Sandboarding ausprobieren. Das muss ganz anders sein als Skifahren im Schnee. Es ist anders, macht aber sehr viel Spaß. Man rutscht auf einem kleinen Brett die Sanddünen hinunter. Ich bin ein paar Mal gefallen, aber ich habe viel gelacht. Das kann ich mir vorstellen. Hast du auch ein Kamel geritten? Ja, das habe ich. Das Reiten auf einem Kamel ist eine langsame und sanfte Erfahrung. Die Kamele sind sehr ruhig und freundlich. Ich wollte schon immer einmal auf einem Kamel reiten. Es muss sich anfühlen, als würde man in der Zeit zurückreisen. Das tut es wirklich. Die Wüste ist sehr ruhig und friedlich. Ich habe viele Fotos vom Sonnenuntergang gemacht. Die Farben am Himmel sind atemberaubend. Ich liebe Sonnenuntergänge. Hast du viel Zeit in der Wüste verbracht? Wir haben einen halben Tag bei der Wüstensafari verbracht. Am Abend sind wir in die Stadt zurückgekehrt und haben in einem schönen Restaurant gegessen. Was hast du nachts in Dubai gemacht? Nachts haben wir den Burj Khalifa noch einmal besucht, um ihn beleuchtet zu sehen. Das Gebäude sieht bei Nacht mit all den Lichtern wunderschön aus. Das muss ein wunderbarer Anblick sein. Hast du auch Nachtmärkte oder Shows besucht? Ja, wir waren auf einem Nachtmarkt, wo wir viele lokale Handwerke gesehen und etwas Straßenessen probiert haben. Außerdem haben wir eine Licht- und Musikshow an der Dubai Fountain angeschaut. Ich liebe Lichtshows. Es klingt so, als hättest du eine sehr ereignisreiche und unterhaltsame Reise gehabt. Ja, das hatten wir. Dubai ist eine Stadt voller Energie und neuer Erfahrungen. Ich habe auch die moderne Architektur genossen. Die Gebäude sind sehr hoch und einzigartig. Ich habe Bilder von der Palm Jumeirah gesehen. Hast du sie besucht? Ja, das haben wir. Die Palm Jumeirah ist eine künstliche Insel, die von oben wie eine Palme aussieht. Wir haben eine Bootstour um die Insel gemacht. Das klingt fantastisch. Bist du an den Strand gegangen? Ja, wir sind zum Jumeirah Beach gegangen. Das Wasser ist sehr klar und warm. Wir haben gebadet und uns am Sand entspannt. Ich liebe den Strand. Es muss schön gewesen sein, sich nach all den Besichtigungen zu entspannen. Das war es. Wir haben auch einige Parks und Gärten besucht. Die Stadt hat viele grüne Flächen, was in einer so modernen Umgebung schön ist. Ich mag Parks. Sie sind ein guter Ort, um sich zu entspannen und die Natur zu genießen. Ja, wir haben etwas Zeit in einem Park namens Safa Park verbracht. Es ist sehr ruhig und hat einen schönen Blick auf die Skyline der Stadt. Ich würde diesen Park gerne besuchen, wenn ich nach Dubai komme. Hast du in einem Hotel übernachtet? Ja, wir haben in einem Hotel in der Nähe der Dubai Mall übernachtet. Es war sehr praktisch, weil wir zu vielen Attraktionen laufen konnten. Das ist sehr schön. Hast du während deines Aufenthalts öffentliche Verkehrsmittel genutzt? Ja, wir haben die Metro und Busse genutzt. Das öffentliche Verkehrssystem in Dubai ist sehr gut und sauber. Ich benutze gerne öffentliche Verkehrsmittel, wenn ich reise. Es ist eine gute Möglichkeit, die Stadt zu sehen. Da stimme ich zu. Manchmal haben wir auch ein Taxi genommen, aber die Metro war sehr einfach zu benutzen. Ich habe gehört, dass Dubai für Touristen sehr sicher ist. Hast du dich dort sicher gefühlt? Ja, ich habe mich in Dubai sehr sicher gefühlt.
Die Stadt ist sauber und die Menschen sind freundlich. Ich habe es genossen, herumzulaufen und zu erkunden. Das ist schön zu hören. Sicherheit ist sehr wichtig, wenn man reist. Ich fand es auch gut, dass alles gut beschildert ist. Es hat es leicht gemacht, unseren Weg zu finden. Ich schätze das immer, wenn ich ein neues Land besuche. Hast du während deines Aufenthalts ein paar arabische Wörter gelernt? Ja, ich habe ein paar einfache Wörter gelernt, wie Hallo Salam, Danke Shukran und Auf Wiedersehen Ma'as Salama. Es hat Spaß gemacht, ein wenig Arabisch zu sprechen. Das klingt interessant. Ich würde auch gerne ein paar Wörter lernen. Dubai ist eine multikulturelle Stadt. Ich habe Menschen aus vielen verschiedenen Ländern getroffen. Das ist sehr schön. Es ist interessant, verschiedene Kulturen zu sehen, wenn man reist. Ja, ich habe es genossen, mit Menschen aus Indien, den Philippinen und vielen anderen Ländern zu sprechen. Das macht die Stadt sehr lebendig. Ich würde das gerne erleben. Hast du in Dubai auch eingekauft? Ja, wir haben viel im Dubai Mall und im Goldzug eingekauft. Ich habe ein paar kleine Souvenirs und einige Gewürze gekauft. Ich habe gehört, dass Dubai berühmt für seinen Goldschmuck ist. Hast du das gesehen? Ja, der Goldzug hat viele Geschäfte mit wunderschönen Goldringen, Halsketten und Armbändern. Es ist sehr beeindruckend, das zu sehen. Ich würde gerne den Goldzug besuchen und vielleicht ein kleines Schmuckstück kaufen. Das solltest du tun. Feilschen ist in den Souks üblich, also kannst du einen guten Preis bekommen, wenn du ein wenig verhandelst. Das klingt nach Spaß. Ich genieße das Feilschen, wenn ich auf Märkten einkaufe. Insgesamt war meine Reise nach Dubai wunderbar. Ich habe viele Sehenswürdigkeiten gesehen, neue Speisen probiert und eine andere Kultur erlebt. Ich bin sehr daran interessiert, eines Tages nach Dubai zu reisen. Es scheint eine Stadt voller Abenteuer und Schönheit zu sein. Ja, du solltest auf jeden Fall besuchen. Es gibt für jeden etwas in Dubai, egal ob du gerne einkaufst, Sehenswürdigkeiten besichtigst oder Aktivitäten im Freien unternimmst. Vielen Dank, dass du deine Erfahrung mit mir geteilt hast, Jack. Ich habe heute viel über Dubai gelernt. Gern geschehen, Emma. Ich hoffe, du kannst bald nach Dubai reisen. Es ist eine Reise, die du nie vergessen wirst. Das hoffe ich auch. Ich werde beginnen, meine Reise nach Dubai zu planen. Vielleicht können wir eines Tages zusammen reisen. Das wäre großartig. Ich würde mich freuen, mehr von Dubai mit dir zu erkunden. Ich freue mich darauf. Nochmals vielen Dank, dass du mir von deiner Reise erzählt hast. Es war mir ein Vergnügen. Hab einen schönen Tag, Emma. Du auch, Jack. Bis bald. Großartige Arbeit. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.